Ja, und jetzt wollen wir doch noch einmal ein bisschen hinschauen, was es für neue Fintechs in Liechtenstein gibt. Wir haben das letzte Mal schon gemacht. Es konnten 2 Firmen sich vorstellen. So ein kleiner Pitch, 7 Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen zunächst einmal Florian Battliner-Staber. Er ist der Co-Founder von Own und er hat jetzt die Gelegenheit, 7 Minuten lang seine Firma vorzustellen. Ich hoffe, alles ist ready. Sind wir ready? Darf ich ihn nach vorne bitten? Hier ist er ja. Wunderbar. Es geht um Own, 7 Minuten. Was machen Sie genau und was sind Ihre Zielsetzungen? Bitte schön. Vielen Dank. Eine große Ehre, dort stehen vor dem illustren Publikum. Ich wechsle jetzt besser auf Hochdeutsch. Ich glaube, das wird etwas leichter verstanden. Ich habe sehr viele Anglizismen. Sie werden das wahrscheinlich schon befürchten, wenn man über Blockchain spricht, dann ist das kaum zu vermeiden. Mein Thema passt perfekt zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, insofern eine gute Steilvorlage. Own ist nicht ganz zufällig, es geht um Ownership, um Aktien, um Anteilnahme. Das heißt, um Investitionen in Firmen und das ist auch, was wir seit 2 Jahren machen. 2 Jahre bedeutet so gut wie nichts. In der Größenordnung von der Deutschen Bank in unserer Branche sind wir schon fast Dinosaurier, weil wir sehr früh schon dabei waren mit einem Thema, was inzwischen schon fast als Hype-Thema gilt, Security Token, also die digitale kryptografische Abbildung von finanziellen Assets oder Digital Assets oder Financial Assets. Auch da gibt es ja beliebig viele Begriffe und Sie werden fast schon müde sein wahrscheinlich, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, weil das eigentlich so fast schon gebetsmühlenartig immer wieder auftaucht. So was machen wir. Wir haben angefangen lustigerweise mit dem Aktienregister, weil Aktienregister für uns, das ist auch der Bereich, wo wir herkommen, so das naheliegendste Thema ist für Blockchain, die Abbildung von Werten, von Rechten auf einem Register. Und ein Register habe ich ja nahezu jedem Business Case, ob ich jetzt Vermögen verwalte oder irgendetwas anderes, irgendeine Art von Register, wo ich die Eigentümerschaft dokumentieren muss, Transaktionen, ist immer so im weitesten Sinne die Grundlage. Und damit haben wir angefangen, und zwar nicht mit einem Fokus wie die SIX auf quotierte Unternehmen, sondern privat geführte Unternehmen. Wieso Privatunternehmen? Immerhin machen sie 99% unserer Wirtschaft aus. Das sind so ein bisschen, über die man weniger redet. Wir reden gerne über die Teslas und die Googles und die Facebooks, weil das immer sehr schön ist, aber der eigentliche Motor der Gesellschaft, unserer Wirtschaft, sind die KMUs. Was wir also gebaut haben, ist ein Register, das auch schon Unternehmen nutzen. In Liechtenstein haben wir den großen Vorteil, die Inhaberaktie können wir durchgängig abbilden, rechtskonform. Mit der Namensaktie, da schaue ich jetzt gerade zum Regierungschef, große Steilvorlage hat uns die Regierung mit dem neuen Gesetz auch die Möglichkeit, oder wird die Möglichkeit geschaffen, auch die Namensaktie nach liechtensteinischem Recht dann abzubilden, also einen komplett digitalen Prozess. Das ist natürlich, wenn ich gefragt werde, was bringt denn das Gesetz? Kann ich sagen, ja, wir haben einen sehr, sehr konkreten Anwendungsfall, wo uns das hilft, Prozesse zu verbessern und digitaler zu gestalten. Was wir gebaut haben, ist eine Plattform zum Tokenisieren von Assets. Ich hatte es vorher schon gesagt. Was kann ich da tun? Ich kann eine Issuance machen, also eine Ausgabe von Werten. Der Issuance-Teil ist das eine. Das ist so ein bisschen der kleine IPO. Ich würde sagen, der IPO der Zukunft. Aber es geht auch sehr stark um das Servicing. Das heißt, wenn ich ein KMU bin, habe ich vielleicht nicht nur die Notwendigkeit, einmal Kapital aufzunehmen, sondern ich habe eine Dividende auszuzahlen, ich habe Abstimmungen, die ich durchführen muss und all das ist der Teil des Servicings. Was hier nicht steht, ist der dritte Teil, das ist das Trading and Dealing. Natürlich sehr, sehr wichtig, um Liquidität bereitzustellen, aber das, wer sich ein bisschen auskennt mit der Regulierung, weiß, das ist nicht unbedingt etwas, was man übermorgen bereitstellen kann. Sie sehen schon, ich gehe sehr schnell durch, ich werde jetzt auch nicht in die Details gehen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie sich ein KMU finanzieren kann. Ich glaube, da predige ich zu den Falschen, das kennen Sie alles selber. Wir haben einfach gewisse Defizite, Private Financing. Wenn Sie eine nicht so sexy Idee haben, werden Sie sich schwer tun, einen Angel Investor oder einen VC zu finden. Ein IPO, für die allermeisten Unternehmen einfach eine Nummer zu groß, zu teuer, zu kompliziert, zu viel Regulierung. Deswegen gilt dieser STO, also die
ich sage mal, etwas digitalere Form eines IPOs momentan als großes Hype-Thema. Da kann man jetzt davon halten, was man möchte, und die Zeit wird zeigen, ob sich das durchsetzen wird, aber im Endeffekt ist das so etwas wie ein Crowd-Investing, wenn Sie so wollen. Wir haben aus diesem Markt der ICOs, der Voldemort quasi als Begriff, aber durchaus gelernt, dass wenn Sie eine gute Idee haben, wenn Sie ein gutes White Paper haben, schaffen Sie es, eine relativ große Investorengruppe einer sehr jungen Demografie, ja, wie auch immer, anzusprechen, die bereit sind, in den Unternehmen zu investieren. Und der STO ist, wenn Sie so wollen, die geregelte Vater vom ICO. Und insofern hochgradig spannend, weil die Zielsetzung ist immer, dass Sie es schaffen, Liquidität in den Markt zu bringen, zum einen, und dass einfach der Handel deutlich einfacher ist. Ich gehe jetzt sehr schnell weiter, das heißt, das Tokenisieren, ich habe gesagt, es sind nicht immer nur Anteile, also Aktien, Sie können auch Schulden, Sie können auch Fonds, de facto nahezu alles tokenisieren, wo Sie in irgendeiner Form einen Gegenwert haben. Immer auf der Grundlage einer sehr strikten Regulierung, logischerweise, weil Securities Wertpapiere sind und damit auch gleichgesetzt. Insofern gibt es da keinen Graubereich. Ich habe leider nicht so schöne Videos wie der Redner am Vormittag, der Stefan. Insofern, ich will Ihnen aber kurz gerne einfach ein Video zeigen, weil vielfach wird darüber geredet, was diese Blockchain klingt so abstrakt. Wir haben ein Portal, Sie werden es gleich sehen. Schon fast spielerisch einfach, weil wir wollen dieses ganze Thema Blockchain in den Hintergrund drängen. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht um die Technologie, weil Technologie an und für sich noch keinen Mehrwert schafft. Wir reden vor allem um Investoren, die wir als Millennials bezeichnen. Mein Sohn ist 17, der wird diese Terms and Conditions, die wir heute schon gehört haben, ja, der hackt sie einfach ab, die 32 Seiten, weil er es gewohnt ist, alles per Smartphone zu machen. Und das ist die Zielgruppe, um die es eigentlich geht. Nicht die Kunden, die wir jetzt haben, sondern auch, wir haben es gesehen, 90% des zukünftigen Marktes ist Asien, sind Afrika, das sind Länder, wo sie sich schwer tun werden, diesen 40-seitigen Vertrag per Papier hinzuschicken, sondern es wird sich sehr viel wie in China auf WeChat und Ähnliches verlagern, wo sie tatsächlich das Smartphone als das Medium haben. Das ist jetzt ein bisschen im, wie sagt man so schön, im Schweinegalopp, einfach mal aus der Rolle eines Unternehmens, was ein Security-Token erzeugen möchte. Und wir haben, Sie sehen schon, sehr einfach gehalten. Es sind lediglich 5 Schritte, da gehen Sie durch, geben die wichtigsten Daten zum Unternehmen ein, und im letzten Schritt hier geht es darum, wie ist Ihr Security-Token ausgestaltet, was geben Sie aus an Aktien oder an Schulden oder was auch immer Sie tokenisieren, und haben nach 5 Schritten letztlich, und Sie sehen es immer ein bisschen spielerisch, es geht um Gamification, das ist die Zielgruppe, junge Unternehmen, die das auch unterstützen und wollen. Stopp das mal ganz kurz, haben Sie im Endeffekt 3 Use Cases, wenn Sie so wollen. Sie haben entweder eine existierende Aktionärsbasis, das ist der erste Fall, das heißt, Sie sind ein mittelständisches Unternehmen, Sie haben Aktionäre, führen dieses Aktienregister vermutlich in Excel oder Word. Nicht gerade das Digitalste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, Sie wollen dieses Register bei uns abbilden, dann können Sie das tun. Und das schauen wir uns einfach nochmal an. Das geht jetzt wirklich alles sehr schnell, weil ich will da jetzt nicht rumklicken und Sie langweilen. Aber Sie sehen, dieses Register schaut aus wie Excel. Sie können sagen, welche Stimmrechte, Dividendenrechte, es geht auf die Blockchain. Alles im Hintergrund, da erklären wir nicht die ganze Zeit, was wir da mit Wallets und Ähnlichem machen, sondern es fühlt sich leicht an, und das soll es auch. Wichtiger ist Analytics Reporting, dass Sie Ihre Zielgruppe verstehen. Das heißt, wir haben ein ganzes Set von über 20 Reports, wo Sie auch Drilldowns haben und wirklich in die Segmente reingehen können, verstehen können, wer investiert in Unternehmen. Das haben wir vorher schon gesehen. Der Wert von Daten ist das A und O. Das ist das, was die Googles und die Facebooks perfekt beherrschen. Die meisten Aktienregister liegen aber meistens nur rum und werden irgendwie eher widerwillig gepflegt. Der zweite Fall spiele ich jetzt nicht durch, ist klassisches Fundraising, das heißt, Sie wollen eine Kapitalerhöhung machen. Das können Sie entweder öffentlich machen oder Sie machen es privat. Insofern, das sind mehrere Schritte, da würden Sie alle einschlafen. Aber auch da, Sie gehen durch, definieren, wie Ihr Offer gestaltet ist. Und ja, es ist nicht ganz alles so einfach, wie ich es gerade darstelle. Wenn Sie ein Public Offer machen, dann müssen Sie ein Prospekt machen. Sie haben immerhin die Gewissheit, dass Sie im Liechtenstein in sehr, sehr guten Händen sind mit dem Regulator und es einfacher geht als vielleicht bei der deutschen BaFin oder Ähnlichem. Ich hatte schon die Demografie angesprochen, die Millennials. Wir haben eine App als eine Möglichkeit des Zugangs.
Was Sie also machen können, Sie kriegen von dem Unternehmen, wo Sie Aktien haben, einen Zugangscode, Sie geben den ein und Sie können in dieser App dann sehen, wie viele Anteile Sie haben. Das haben Sie normalerweise nicht bei einem privat geführten Unternehmen. Sie können Ihre eigenen Daten verwalten und nicht ganz unwichtig, Abstimmungen digital. Das heißt, das Unternehmen setzt hier ein Voting auf und der Aktionär kann durchklicken. Nehmen wir noch den Fall, und dann ist das kleine Video schon zu Ende, der neue Investor, der also in ein Unternehmen investieren möchte, auch der kann über in dem Fall ein Webportal gehen, kann sich da registrieren, sieht, welche Firmen gelistet sind und kann über die bekannten Mechanismen in ein solches Unternehmen investieren. Ja, das. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, was habe ich davon? Es ist schön, wenn Sie eine Plattform haben. Nett für Sie, aber für uns ist da nicht wenig oder nicht viel dabei. Zum einen ist nutzen Firmen diese Technologie. Das glaube ich schon mal gut. Also es gibt Blockchain-Anwendungen, die im Einsatz sind. Das andere ist, dieses Portal können Sie auch als White-Labeled Solution einsetzen. Das bedeutet, da steht da nicht irgendwie Own drauf, es ist auch nicht schwarz, sondern in Ihrem Corporate Design. Das können Sie einsetzen entweder bei Ihrer existierenden Kundengruppe und vielleicht versuchen, einfach mal ein neues Produkt basierend auf Blockchain anzubieten. Diese Option sehe ich wesentlich nüchterner übrigens als viele Vertreter meiner Branche. Ich glaube, es ist ein Miteinander, es ist ein Ergänzen, aber Ihre Core-Banksysteme werden Sie ja nicht übermorgen über den Haufen schmeißen, sondern wie gesagt, ein ergänzendes Produkt, es zu testen, zu sehen, ob sich wirklich Effizienzen bei Ihnen einstellen. Das ist da, wo ich mich freuen würde, wenn Sie mich ansprechen. Wir haben draußen einen kleinen Stand und Sie können sich diese Demo gerne auch nicht so in dieser Schnellfassung anschauen, sondern mit mehr Zeit oder gerne auch telefonisch, wenn es heute nicht passt. Letzte Folie, dann bin ich durch. Ein STO, Security Token Offer, ich habe gesagt, ist vollkommen reguliert. Das heißt, Sie können nicht einfach nur mit einem Fingerschnipsen Aktionäre aus Amerika und anderen Regionen ansprechen. Sie brauchen ein Netzwerk an Partnern, die dieses Thema verstehen. Und wir haben das Glück, in Liechtenstein mit sehr, sehr starken Partnern zusammenzuarbeiten, die Kunden unterstützen können, die hier eine Firma gründen. Das heißt, wir bauen Trustees, vor allem aber die rechtliche Unterstützung. Was bieten Sie an? Was ist der Gegenwert von Ihrem Security Token? Bis hin zu steuerlichen und anderen Thematiken. Auch eine Bank werden Sie in irgendeiner Form brauchen. Das ist das Netzwerk. Wir haben ein ähnliches Netzwerk in den Vereinigten Staaten, wo wir die Möglichkeit haben, immer vorausgesetzt natürlich die SEC und so weiter stimmt dem Ganzen zu, ein solches Token-Offering nicht nur in Europa anzubieten, sondern auch in Amerika. Und damit schließt sich ein bisschen der Kreis, mit dem ich angefangen habe, nämlich eine tatsächlich globale Plattform, wo ich im Idealfall eine solche Kapitalerhöhung durchführen kann, dabei Investoren, jüngere Zielgruppen, vielleicht, ich hoffe, es geht ein bisschen heraus, ansprechen kann und zwar eben nicht nur im klassischen Kernmarkt, sondern vielleicht auch Fans, Supporter, was auch immer finde, bis hin in hochinteressante Märkte wie Amerika. Das war alles sehr schnell, ich hoffe. Schon ein bisschen drüber, aber vielleicht noch eine Frage. Ja. Ist das jetzt so eine Art Konkurrenz zur Dieselhoff, zur Börse? Nein. Also ich sehe das nicht als Konkurrenz. Zum einen geht es da sehr stark um kotierte Unternehmen, gehe ich mal davon aus. Und bei Ihnen geht es um nicht kotierte zum Teil. Ja, also genau, Privatunternehmen, genau. Ansonsten, vielleicht könnte Sie sich den Piloten schenken und unsere Blockchain nutzen. Aha. Herr Dieselhoff kann gleich Own kaufen. Und dann ist der Owner of... Owner of Own, das würde mir sehr gut gefallen. Genau. Ja. Danke Ihnen vielmals für die Aussage. Vielen Dank, sehr spannend. Danke.